Der InSim-Marktplatz im Microsoft Flight Simulator 2024 im Mai 2025. Wir werfen 6 Monate nach Release des Microsoft Flight Simulator 2024 einmal einen genaueren Blick auf den Marktplatz, dessen Entwicklung und worauf man im Umgang damit so achten sollte. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Am 11. März 2025 kam die Meldung von Microsoft Asobo, InSim Marketplace jetzt im Microsoft Flight Simulator 2024 verfügbar. Mit größerer Verspätung nach all den, nennen wir es einmal, Nebengeräuschen rund um und nach dem Release der neuen Flugsimulation ist er nun also da. Der InSim-Marktplatz, der uns zukünftig mit neuen, in der Regel kostenpflichtigen Zusatzinhalten versorgen wird. Auch die Drittentwickler atmen auf, schließlich sind sie auf ein funktionierendes System, welches ihre entwickelten Inhalte den virtuellen Pilotinnen und Piloten anbietet, angewiesen. Vor allem auf Xbox, da es hier keine Alternative zum InSim-Marktplatz gibt. Mit der Ankündigung musste man leider auch auf die Verzögerung eines besonderen neuen Features hinweisen. Das Mieten eines Inhaltes, bevor man sich für oder gegen den Kauf letztendlich entscheidet, kommt erst mit Sim Update 2. Dies betrifft außerdem auch die Geschenkoption, auch diese wird mit Sim Update 2 vermutlich im Mai kommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos sind nun also knapp 8 Wochen, nachdem der InSim-Marktplatz online ging, vergangen. Zu Beginn am 11. März standen lediglich Upgrade-Möglichkeiten der Microsoft Flight Simulator 2024 Versionen zur Verfügung. Der Inhalt des Marktplatzes wuchs jedoch schnell von Woche zu Woche an. Zählt man die Teilbereiche Flugzeug, Flugplätze, Welt, Aktivitäten und Anpassungen zusammen, so kommt man am 2.5.2025 auf insgesamt 1352 Inhalte. In diese Zahl fließen auch kostenlose Dinge wie beispielsweise das letzte World- oder City-Update mit ein. Ebenfalls darin enthalten ist alles, was man bereits besitzt. Man hat Filtermöglichkeiten, mit denen man die bereits unterteilten Bereiche nochmals individualisiert darstellen kann, um so beispielsweise ausschließlich Inhalte anzeigen zu lassen, die eine bestimmte Mindestbewertung haben, von einem bestimmten Entwickler sind, noch nicht im eigenen Besitz sind und so weiter. Auch kann man filtern, ob es sich ausschließlich um Inhalte für den 2024er handeln soll oder ein Mix aus Inhalten aus dem Microsoft Flight Simulator 2024 und solchen, die aus dem Vorgänger, dem 2020er ursprünglich stammen. Über eine Wunschliste kann man Inhalte von Interesse zwischenparken und für sich vormerken, möglicherweise für einen kommenden Sale. Über sogenannte Simverse-Münzen wird bezahlt, die die virtuelle Währung im Microsoft Flight Simulator darstellen. Diese wiederum kauft man sich vorher mit entsprechendem Echtgeld. Man kann aber beispielsweise auch mit Xbox-Guthaben oder aber auch direkt über PayPal beispielsweise zahlen, je nachdem, was im jeweiligen Microsoft-Konto als Zahlungsmittel des Nutzers hinterlegt wurde. Inhaltlich wächst der InSim-Marktplatz also wöchentlich an, werfen wir doch einmal einen genaueren Blick darauf. Was mir beispielsweise direkt aufgefallen ist, dass sich die Kacheln der einzelnen Produkte im Vergleich zum Vorgänger, dem 2020er, verändert haben. Leider, wie ich finde, nicht zum Vorteil, da auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist, von welchem Entwickler der Inhalt angeboten wird. Erst wenn man mit der Maus oder auf Xbox mit dem Cursor über die Kachel fährt, werden die Informationen darauf erweitert und der Entwickler sichtbar. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann fahr doch mit der Maus oder dem Cursor darüber und gut ist, ja schon, aber wenn man etwas weiter denkt, dann haben wir nun in der Folge dessen im wöchentlichen Entwickler-Update auf der entsprechenden Homepage leider keine Möglichkeit mehr zu erkennen, von wem der 2024er Inhalt entwickelt wurde. Hier ein schöner Vergleich zwischen dem Vorgänger, dem 2020er und dem 2024er in der Darstellung im Entwickler-Update. So konnte man zumindest beim 2020er schon mal gedanklich im Vorfeld aussortieren, wenn man sich das Entwickler-Update angesehen hat, was einen aufgrund des Entwicklers beispielsweise nicht interessiert, und das geht jetzt leider so nicht mehr. Wenn wir uns einmal den Bereich der Flugzeuge ansehen, erkennen wir, es befinden sich am 2.5.2025 insgesamt 270 Inhalte darin. Wenn wir die Inhalte unter Flugzeug nun einmal noch nach nur Microsoft Flight Simulator 2024 filtern, dann bleiben 67 Inhalte
Inhalte, also ca. 25% übrig. Darunter befindet sich dann noch alles in meinem Besitz plus die jeweiligen Upgrade-Möglichkeiten. Zumindest ersteres lässt sich auch noch herausfiltern. Es bleiben 43 Inhalte übrig. Diese sind nun nach Empfehlungen sortiert. Innerhalb der Top 3 befinden sich ganz vorne der Entwickler Bredox3D, gefolgt von Captain Sim und an dritter Position ein Inhalt des Entwicklers M-Scenery. Jemand, der das Ganze schon ein paar Tage macht und den Markt beobachtet, schlägt spätestens jetzt die Hände vors Gesicht. Klar, es sind auch noch ein paar gute Inhalte anderer Entwickler innerhalb dieser 43 Ergebnisse zu finden. Aber jemand, der sich mit dem Thema jetzt noch nicht so lange beschäftigt, vertraut eventuell auf Empfehlungen. Also sehen wir uns doch einmal genau diese 3 Entwickler an und filtern sie uns entsprechend heraus. Wir sehen, 19 der 43 Inhalte kommen von den Top 3 Empfehlungen, also knapp die Hälfte, der ganz große Anteil davon von M-Scenery. Klar wird jetzt jemand, der neu dabei ist, auch noch die Sternebewertungen mit einbeziehen und 1,7 von 5 bei 171 Bewertungen ist einfach schlecht. Und dann noch ein Preis von über 22 Euro. Ich persönlich halte die Top 3 Entwickler unter den Empfehlungen absolut deplatziert. Gerade wenn man bedenkt, dass ein potenzieller Kunde, der die Standard-Edition des 2024ers hat, vielleicht nicht weiß, dass es von Miltech Simulations einen CH47 in einer um Welten besseren Qualität für ein paar Euro mehr gibt. Ein Grund, weshalb sich in den reinen 2024er Inhalten am Marktplatz so viel schlechte Qualität versammelt und auch noch empfohlen wird, liegt sicherlich darin, dass die guten Entwickler, die einen gewissen Anspruch, was die Qualität ihrer Produkte angeht, haben und die Wert darauf legen, sauber abzuliefern und ihre Community zufriedenzustellen und an sich zu binden, dass die zum einen einfach noch Zeit brauchen und noch gar nicht in großer Vielzahl am InSim-Marktplatz, was reine 2024er Inhalte angeht, vertreten sind und zum anderen Microsoft Asobo die technischen Voraussetzungen für diese Entwickler noch gar nicht wirklich bereitstellen konnte aufgrund der ganzen Probleme, die vorherrschen und jetzt mit den Sim-Updates eigentlich erst nach und nach die Grundlage dafür schaffen, dass die guten Drittentwickler ihre Produkte letztlich erst jetzt oder in naher Zukunft so umsetzen können, wie sie es sich vorstellen und um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Unabhängig davon bin ich mir absolut sicher, dass es reine 2024er Inhalte auch jetzt schon bessere am InSim-Marktplatz gibt als die hier empfohlenen. Also ich sage es einmal so, das Empfehlungssystem funktioniert nicht und ihr merkt schon, es gibt durchaus Punkte, die man hier kritisieren kann und aus meiner Sicht auch muss. Ich habe eben von dem hohen Qualitätsanspruch gesprochen, den die Drittentwickler an ihre eigenen Produkte haben. Und ich hoffe ganz einfach, dass diejenigen, welche die Plattform dafür bereitstellen, für diese Inhalte, namentlich Microsoft Asobo, die sicherlich an jedem verkauften Produkt auf dem Marktplatz mitverdienen, den gleichen hohen Qualitätsanspruch an ihre Plattform haben. Nicht nur gegenüber den eigenen Anforderungen, sondern auch gegenüber den guten Drittentwicklern, die diese Basis zum Teil für ihre Existenz benötigen und letztlich selbstverständlich auch gegenüber der Community, also uns, den Käufern, die dafür Geld ausgeben. Kommen wir nun zu einem Bereich, der mir zum Thema InSim-Marktplatz im Microsoft Flight Simulator 2024 Bauchschmerzen bereitet. Zwischenzeitlich kamen am Marktplatz 2 für mich sehr interessante Flugzeuge. Beide vom Entwickler Carenado, der ja bekanntlich mit Microsoft in enger Zusammenarbeit steht und in der Vergangenheit oftmals gemeinsam an Local Legends und Famous Flyer gearbeitet und diese veröffentlicht hat. Ich spreche von der C182Q und der F33A. Beide kosten aktuell 22,19 € und wurden in der Release-Woche in den jeweiligen Entwickler-Updates von Microsoft ordentlich gepusht und vorgestellt. Wie erwähnt, sehr schöne Maschinen. Ich besitze aus dem Vorgänger, aus dem Microsoft Flight Simulator 2020, einige Flugzeuge von Microsoft Carenado, die, so das Versprechen seitens Microsoft Asobo, erst ohne Probleme auch im 2024er funktionieren sollten und jetzt, nachdem man festgestellt hat, dass das ja alles gar nicht so einfach geht, nach und nach funktionieren sollen.
Von Drittanbietern betrifft das zumindest einen Großteil, was in deren eigenen Ermessen liegt, aber auf jeden Fall die eigenen Microsoft Asobo-Produkte. Und dazu zählen definitiv sämtliche Local Legends und Famous Flyer, die in Zusammenarbeit zwischen Microsoft und diversen Entwicklern, unter anderem Carenado, veröffentlicht wurden. Bis heute, also 6 Monate nach Release des Microsoft Flight Simulator 2024, funktionieren diese Flugzeuge noch immer nicht. Namentlich und als Beispiele seien genannt die Beechcraft Model 18 als Local Legend Nummer 5, die C195 Business Liner als Local Legend Nummer 7, die Cessna 207 als Famous Flyer 8, die D-17 Staggerwing als Famous Flyer Nummer 1, die V-35B Bonanza als Famous Flyer Nummer 3 und weitere. Alle diese Maschinen, die ich mir jeweils einzeln gekauft habe und die nach wie vor das Versprechen haben, auch im 2024er zu funktionieren, sind mit dem Hinweis versehen, nicht vom Ersteller zugelassen. Ja, man kann sie aktivieren und streamen, aber sie sind fehlerhaft und machen in diesem Zustand weder Spaß noch Sinn. Was in diesem Zusammenhang auch maximal fragwürdig erscheint, ist die Tatsache, dass die Leute, die sich die Aviator Edition des Microsoft Flight Simulator 2024 gekauft haben und mit dem Aufpreis eben genau jene Local Legends und Famous Flyer gekauft haben, ebenfalls genau diese genannten Maschinen und vermutlich auch weitere bis heute nicht nutzen können. Die Aviator Edition ist nach der Collectors Edition die hochpreisigste Version des Microsoft Flight Simulator 2024 überhaupt. Also ihr seht, worauf ich hinaus möchte und nehmt es mir bitte nicht übel. Aber solange diese bestehenden Probleme vorhanden sind und ungelöst bleiben, fällt es mir einfach schwer, über neue Einkäufe am InSim-Marktplatz nachzudenken, egal mit oder ohne Sale. Was mich interessiert, wie beispielsweise jetzt die C182Q oder die F33A, landet aktuell maximal auf der Wunschliste und dreht so lange Platzrunden, bis zumindest ein großer Teil der genannten tollen Fluggeräte wie versprochen funktioniert. Mit diesem Kaufverhalten mag das zwar für den einen oder anderen Entwickler jetzt eher ungünstig sein, keine Frage. Aber hey, es geht hier schließlich um mein Geld, beschwert euch bitte beim Microsoft Asobo, denn an mir soll es am Ende nicht gelegen haben. Allgemein, wenn wir hier einmal durch meine Bibliothek mit insgesamt 968 Ergebnissen scrollen, ist zu erkennen, welch großes Problem man nach wie vor mit Inhalten hat. Alles an Basisinhalten, City- und World-Updates beispielsweise und so weiter, das ist kein Problem. Kommen wir jedoch in den Bereich der Zusatzinhalte, sieht das Ganze dann so aus. Das meiste ist mit dem Hinweis versehen, nicht vom Ersteller zugelassen. Diese Inhalte lassen sich zwar aktivieren, um mitgestreamt zu werden, sind jedoch selbst fehlerhaft und oder lösen Fehler bei anderen Inhalten aus, die alleine betrachtet funktionieren würden. Namhafte Entwickler, weitere Local Legends und Famous Flyer sind Teil davon, nochmals das Stichwort Aviator Edition. Allgemein wirkt die Bibliothek auf mich nach wie vor etwas unaufgeräumt. Es gibt die Inhalte, die gestreamt werden, deaktivierte Inhalte, dann die, die nicht zugelassen sind. Es gibt nicht verfügbar, es gibt auf ihrer Plattform nicht verfügbar und manche Inhalte gibt es einfach doppelt. Dann wiederum gibt es Inhalte, die einen Unterordner haben, in dem aber dann nur eine Position enthalten ist. Und all das trägt eben dazu bei und vermittelt den Eindruck, da ist definitiv noch Luft nach oben. Naja, jetzt kommt ja in Kürze Sim Update 2 und dann wird bestimmt alles wieder ein wenig besser. In diesem Sinne, wie seht ihr die aktuelle Situation am InSim-Marktplatz im Microsoft Flight Simulator 2024, 6 Monate nach Release bzw. 8 Wochen nachdem dieser online gegangen ist? Schreibt mir dazu bitte sehr gerne eure Meinung in die Kommentare hier unter dem Video. Zur Unterstützung dieses Kanals bitte Däumchen und Abo wie immer nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.